bricht über dem Schwarzen Meer an. Ein Frachter mit rotem Deck wird beladen, mit tonnenweise Getreide, abgezweigt aus ukrainischen Silos, bewacht von russischen Soldaten. Nach außen sieht es aus wie ein gewöhnlicher Export, doch dieses Schiff gehört zu einer Flotte, die gestohlene Ware aus der Ukraine schmuggelt und gar nicht erst existieren dürfte. 3 alte Stahlriesen, einst Eigentum des syrischen Staates, verschwunden aus den Registern und Jahre später wieder aufgetaucht. Unter neuen Namen, unter neuen Flaggen, unter neuen Besitzern. Offiziell verkauft für $1 pro Stück, in Wahrheit Teil eines Netzwerks, das mit gestohlenem Getreide, Offshore-Firmen und Drogenschmuggel Milliarden bewegt. Aber wie wurde diese Korruption überhaupt realisiert? Die 3 Schiffe, um die es handelt, heißen Phoenicia, Suria und Laodicea. Gebaut in Japan und China, einst Eigentum des syrischen Staates und Symbol nationalen Handels. Dann im Jahr 2023 verkauft. Doch nicht an internationale Reedereien oder Handelspartner, sondern an eine Briefkastenfirma auf den Seychellen, Al-Huda Holding Limited. Laut OCCRP-Dokumenten zahlte die Firma $1 pro Schiff. Ein Preis, der absurd ist, wenn man überlegt, wie viele Millionen Euro die Schiffe eigentlich wirklich wert sind. Unterzeichnet wurden die Verträge von Ali Mohammed Deeb, einem Geschäftsmann, der in den folgenden Monaten in mehreren Unternehmen auftauchte, die von der EU als Frontfirmen für das Assad-Regime eingestuft wurden. Ein Analyst für Sanktionsrecht beschreibt den Vorgang als gezielte Verschiebung staatlicher Vermögenswerte in private Offshore-Strukturen. Ein letzter Griff in die Staatskasse, bevor das Regime zusammenbricht. Doch wer ist Ali Mohammed Deeb? Laut internen syrischen Firmenunterlagen leitete er Iloma Investment, ein neu gegründetes Unternehmen, das 2023 die Einnahmen der staatlichen Syrian Airlines übernahm. Nur Monate später bezeichnete die Europäische Union Iloma offiziell als Frontorganisation der Assad-Familie. Deeb war auch an mehreren weiteren Firmen beteiligt, gemeinsam mit Männern, die laut EU-Dokumenten russische Energieinteressen in Syrien schützten, für die Wagner-Gruppe arbeiteten oder Telekom-Firmen gründeten, um Sanktionen zu umgehen. Ein ehemaliger Beamter von Syrian Airlines sagte gegenüber der syrischen Investigativorganisation Siraj, Iloma war die Firma des Präsidenten. Das Geld floss direkt nach oben, nicht ins Land. Die gleichen Namen tauchen immer wieder auf. Assad-nahe Unternehmer, russische Partner, Offshore-Strukturen und mittendrin 3 Schiffe, die plötzlich spurlos aus dem syrischen Register verschwinden. Dann taucht eine weitere Spur auf. Tiefer, gefährlicher. Ein Name, der seit Jahren auf internationalen Fahndungslisten steht. Taher Kayali. Laut OCCRP und EU-Sanktionsakten ist Kayali ein zentraler Akteur im syrischen Kaptagon-Schmuggel, dem milliardenschweren Exportgeschäft mit synthetischem Amphetamin, das jahrelang die Kriegskasse des Regimes füllte. Kayali kontrolliert mehrere Firmen mit denselben Namen, Levant Fleet und Orient Fleet, registriert in Großbritannien, Panama und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und genau diese Firmen tauchen 2023 als neue Manager und Betreiber der syrischen Frachter auf. Sie organisieren Besatzungen, stellen neue Registrierungen aus, ändern Schiffsnamen. Die Spur der Eigentümer verliert sich in einem Labyrinth aus Offshore-Dokumenten. Nach Recherchen gehörte Kayali zuvor ein Schiff, auf dem Kaptagon im Wert von über 100 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurde. Die Handelsrouten haben sich geändert, die Mechanismen nicht. Seit dem Verkauf 2023 wechseln die 3 Schiffe ständig ihre Identität. Neue Namen, neue Flaggen, neue Länder. Phoenicia wurde zu Monte Bianco, dann zu Bayase D. Suria heißt heute San Damian, die Laodicea segelt unter dem Namen Monte Rosa. Die Flaggen Gambia, Eswatini, Osttimor. Staaten, die keine funktionierende Hochseeregistrierung haben. Ein Bericht der International Maritime Organization bestätigt, dass mehrere dieser Flaggen fälschlicherweise geführt wurden. Ukrainische Ermittler sprechen von 15 Millionen Tonnen gestohlenem Getreide, das über genau diese Schiffe aus besetzten Häfen ausgeführt wurde. Die Systeme, die ihren Standort verraten würden, bleiben oft wochenlang abgeschaltet. Die Routen verschwimmen, doch die Fracht bleibt dieselbe. Im Mai 2025 fällt das Assad-Regime. Der neue syrische Präsident kündigt an, gestohlenes Vermögen zurückzuführen, Offshore-Konten zu überprüfen, die alten Netzwerke zu zerschlagen. Doch laut Recherchen von OCCRP ist davon wenig passiert. Die Firmen existieren weiter, die Schiffe fahren weiter. Und die Männer, die einst das Regime stützten, sind heute Exporteure und Vermittler. Das System hat überlebt, nur die Hierarchie hat sich geändert. Im Hafen von Latakia liegt ein alter Frachter. Am Heck hängt eine Plane über den Buchstaben des Namens. Ein Windstoß hebt sie kurz an, darunter steht Rosa. Das Schiff war nie verschwunden, es fährt wieder, unter neuer Flagge und neuer Crew auf derselben Route.
beladen mit Getreide, das nie bezahlt wurde und Geschichten, die nie erzählt werden sollten. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis zum nächsten Mal.